Ich liebe Star Wars. Gerade deshalb bin ich bei diesem Trailer sehr, sehr vorsichtig. Ja Leute, da ist er nun endlich. Trailer Nummer 2 zu dem bevorstehenden Film, Star Wars Film The Mandalorian and Grogu. Nachdem wir vor kurzem den Super Bowl Spot bekommen haben, wo alle ein bisschen ernüchtert waren, dass man eigentlich nichts gesehen hat, außer den Mandalorian und Grogu, wie sie eine Kutsche mit Towntowns geritten haben, was eine Anspielung auf einen alten Bier-Werbespot war, hat man nicht wirklich irgendwas gesehen. Und jetzt hat es nicht allzu lange gedauert und Disney hat quasi einen zweiten langen Trailer hinterhergeschickt, nachdem der erste Trailer ja schon vor einiger Zeit online war. Und was soll ich sagen? Ich bin skeptisch und ich möchte euch gerne in diesem Video erzählen auch warum. Der Trailer fängt super an, denn man sieht die X-Wing Fighter, man sieht, oder man hört das Star Wars Thema. Ja, da habe ich Gänsehaut bekommen beim Anschauen des Trailers. Dann passiert das, was eigentlich auch schon in der Serie immer passiert ist. Es gibt Klamauk, denn der kleine Grogu macht wieder irgendwas im Raumschiff, explodiert oder macht einen Kurzschluss oder was auch immer. Und dann beginnt das Mandalorian-Thema und man weiß, man ist hier in Star Wars, aber man ist eben auch in The Mandalorian. Das ist ganz schön gemacht und mir war bewusst, dass Grogu mit Sicherheit für einige Lacher, ob freiwillig oder nicht, sorgen wird, weil Grogu ist einfach das, wie soll ich sagen, die Figur, die das meiste Potenzial hat mit dem Mandalorian zusammen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Disney hier sich komplett vergaloppiert und alles auf eine Karte jetzt setzt, um diesen Film unbedingt erfolgreich machen zu wollen. Denn persönlich für mich ist das Ganze quasi eine Doppelfolge von Disney Plus. Ja, The Mandalorian hat ja 3 Staffeln gehabt. Die erste Staffel fand ich mega, großer Fan. Die zweite Staffel war okay. Die dritte fand ich einfach nicht mehr gut. Und jetzt bringen sie quasi eine Folge in Spielfilmlänge und das noch ins Kino. Ja, das heißt, sie versuchen wirklich, den Star Wars-Fan wieder zurückzugewinnen auf die große Leinwand, Kinokarten zu kaufen, um The Mandalorian und Grogu im Kino zu sehen. Von der Story weiß man nicht allzu viel. Was man in dem Trailer mitbekommt, ist, dass der Mandalorian, dass Din Djarin wohl auf der Suche nach einem Hutten ist. So viel weiß man und ich sage halt hier nur alles, was ich in dem Trailer vermute. Das hier ist jetzt keine detaillierte Review oder Kritik an dem Ganzen, sondern aus meiner persönlichen Sicht erzählt, was ich empfinde, wenn ich das Ganze sehe, was ich denke, was passieren wird. Ja, zum Zeitpunkt dieses Videos, wie gesagt, ist nur der zweite Trailer jetzt rausgekommen. Und mich verwundert zum einen, dass die Razor Quest anscheinend wieder da ist oder zumindest ein Raumschiff, das deren ähnlich ist. Also die wurde ja zerstört in der Serie. Und Mando hatte ja dann quasi einen Naboo Starfighter umgebaut, benutzt dann halt zuletzt. Jetzt fliegt er wieder in der Razor Quest. Ich hoffe, man kriegt es erklärt, wieso, weshalb, warum. Das ist das eine. Dann sehen wir zum Beispiel imperiale Soldaten, nenne ich es mal. Ja, wir haben ja schon in dem ersten Trailer einen AT-AT, einen Kampfläufer gesehen oder mehrere in einer Eiswüste und deswegen gehe ich davon aus, dass der Film wahrscheinlich wieder, um uns alte Fans auch ins Boot zu holen, auf Hoth spielt, auf dem Eisplaneten aus Das Imperium schlägt zurück, weil wir sehen auch zum Beispiel die Snowtrooper, die Sturmtruppen in der Schneeausrüstung, was für sehr viel Nostalgie für mich oder bei mir sorgt. Es sind ein paar coole Action-Szenen drin. Sigourney Weaver spielt mit. Die hat ja in der Serie bisher nicht mitgespielt. Ich gehe davon aus, dass sie quasi die Rolle von Carl Weathers
übernimmt der in der Serie ja quasi so den Auftraggeber, der Mando immer mit neuen Kopfgeldjäger-Aufträgen bestückt hat, sage ich mal, spielen wird. Carl Weathers ist ja leider verstorben, der Apollo Creed aus den Rocky-Filmen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass, wie gesagt, Sigourney Weaver diese Rolle einnehmen wird. Und da haben sie einen richtig guten Fang gemacht. Super, klasse Schauspielerin. Und ich bin gespannt, wie oft sie zu sehen ist, wie sie in die Handlung integriert wird. Was sehen wir noch? Wir sehen zum Beispiel, die Hutten sehen wir. Ja, also es wird nicht Jabba sein. Es sind Zwillinge oder es sind zumindest 2 Stück, die man da sieht in der einen Einstellung. Das heißt, es könnte sein, dass diese ja auch in der, ich glaube, Book of Boba Fett Serie auf Disney Plus sind ja auch schon mal 2 Stücke zusammen vorgekommen, dass das die Zwillinge sind. Wie gesagt, wenn einer von euch mehr weiß, natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Denn wen ich nicht erkannt habe, ich aber vermute, dass das ein Charakter aus zum Beispiel aus der Zeichentrickserie, entweder aus Rebels oder aus Clone Wars ist diese dunkle Gestalt, nenne ich es mal, die, ich denke mal, es ist Mando, die Mando droht in dem Trailer. Man sieht es im Dunkeln, man sieht es in verwaschenen Bildern, nenne ich es mal halt einfach. Und da kommt wieder dieses alte Leid, was ich habe, zum Tragen. Ich finde, das sieht nicht gut aus. Ja, ich finde, das sieht unecht aus. Das könnte fast aus einer Animationsserie sein, diese Bilder, die sie da genommen haben. Das ist aber ein Realfilm, über den wir hier sprechen. Und um da weiterzumachen, gibt es eine Szene, wo Mando gegen ein Wasserviech kämpft oder zumindest dieses ins Bild kommt, wie so eine Wasserschlange, sage ich mal, so groß in weiß, cremefarben. Auch die, finde ich, sieht zumindest im Trailer nicht echt aus. Also nicht, klar, die gibt es natürlich nicht, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sie sieht halt einfach sehr nach CGI aus und ganz besonders ist es mir aufgefallen bei dem Charakter Seb Aurelius, der da mitspielt. Den kenne ich sogar, auch wenn ich die Zeichentrickserie oder die Animationsserien nie gesehen habe. Aber den kenne ich tatsächlich. Sieht mir zumindest für den Eindruck, den ich hatte, ich habe den Trailer jetzt 2-3 Mal gesehen, auch zu unecht aus. Wenn ich mir vorstelle, was damals schon möglich war mit richtigem Make-up, mit Masken. Ja, es gab gute, es gab schlechte, aber es gab auch sehr gute, dass man halt wirklich Special Effects noch handgemacht hat und diese auch dann im Film wirklich echt rüberkamen. Und Seb Aurelius sieht für mich halt einfach aus wie komplett am Computer animiert, CGI. Und ich finde, das sieht man einfach und das nimmt mir einfach dieses Gefühl von, ist es echt? Ich kann mich da reinversetzen in den Film, in die Serie, in die Charaktere. Ich weiß halt einfach, diesen Charakter gibt es gar nicht. Der wird einfach am Computer generiert und das war's. Ich finde das schlimm. Ich finde das nicht gut. Das nimmt mir den Spaß an dem Film. Genauso, ich hoffe, dass ich mich irre und dass es nicht einfach eine überlange Episode von The Mandalorian Staffel 4 ist zum Beispiel, die es ja nicht gibt, aber ich hoffe, auch da wisst ihr, was ich meine, sondern dass dieser Film wirklich fürs Kino taugt, dass der Film eine tolle Story hat, die kinotauglich ist und ich nicht denke, in 2 Monaten hätte ich mir das auch auf Disney Plus als Doppelfolge angucken können, ja, oder ich gucke mir einfach die alten Mandalorian-Staffeln oder Folgen nochmal an, weil das ist nichts anderes. Auf der anderen Seite denke ich, was wollen sie denn anders machen? Und dann kam meinen Gedanken, warum bringe ich denn überhaupt The Mandalorian ins Kino? Warum? Weil ich Kohle machen will wahrscheinlich. Ja, und weil ich nach den letzten Star Wars Kinoflops, jetzt vielleicht die Leute darauf vorbereiten möchte, dass mehr Star Wars wieder kommt, weil Star Wars Starfighter ist ja auch ein kommender Film mit Ryan Reynolds zum Beispiel. Ryan Gosling, Entschuldigung, nicht Ryan Reynolds, Ryan Gosling. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Disney Angst hat, etwas, ich nenne es jetzt einfach mal, zu verhunzen
und dann lieber auf das sichere Pferd setzt, weil Grogu ist ja so niedlich und der Kleine wird seine Lache haben und ganz viele Kinder gehen dann auch ins Kino und so weiter, dass sie da halt einen Erfolg haben nach den letzten Flops, muss man ja so sagen, die sie rausgebracht haben und und dann, wie gesagt, verargumentieren können, wieso es weitere Star Wars-Filme geben wird. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ich den Trailer gut oder schlecht finde. Ich kann es euch ehrlich nicht sagen. Also ich bin sehr gespannt, wie der fertige Film aussehen wird. Ich werde mir den im Kino anschauen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, hoffe, dass es, wie gesagt, nochmal nicht eine überlange Episode sein wird, die auch ganz normal im Fernsehen hätte laufen können. Man hätte es gar nicht gemerkt. Ist das jetzt ein Film? Ist das jetzt der Film oder ist das jetzt einfach eine Folge von irgendeiner Mandalorian-Staffel? Das hoffe ich. Das war's, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Trailer haltet, ob ihr euch freut, den Film zu sehen. Und wenn ihr euch gefreut habt, dieses Video zu sehen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Das tut dem Algorithmus gut und bedanke mich dafür recht herzlich und sage jetzt einfach, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Euer Retro Rauner.